So, worum geht es heute? Genau, um Sauerteig. Als ich das erste Mal Roggenbrot mit Sauerteig backen wollte, habe ich mir mehrere Rezepte im Netz angesehen. Dort stand geschrieben, dass man das gute Stück mit einem Trockensauerteig aus dem Supermarkt tadellos erschaffen kann. Dabei bin ich ziemlich auf die Schnauze gefallen, denn das Ergebnis war äußerst kompakt. Meine Schwester betitelte es mit steinhart. Natürlich wurde dadurch mein Forschertrieb geweckt und ich wollte dann genau wissen, wie es wirklich weitergeht. Nun backe ich regelmäßig mit selbstgezogenem Sauerteig, was auch wirklich exzellent funktioniert. Aber heute will ich das mal genau wissen, warum das schon zweimal mit dem Sauerteig aus dem Supermarkt nicht geklappt hat. Hatte ich einen alten erwischt? War das Zufall oder verkaufen die Schrott und lassen sich das zahlen? Wir wollen das heute reproduzieren. Nun zum Experiment. Heute gekaufter Bio-Sauerteig aus dem Supermarkt tritt gegen meinen selbstgezogenen Sauerteig an. Als Vergleichsprobe noch ein Testglas mit Natron. Keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Zunächst nehme ich etwas Sauerteig vom Supermarkt. Die ganze Packung soll für 1,5 Kilo Brot sein. Das bisschen ist also mehr als ausreichend für diese Testmenge. Zum Vergleich noch ein Testglas mit Natron. Einfach nur um zu sehen, ob das Natron, wie das wirkt, wird schließlich auch als Triebmittel verwendet, keine Ahnung. Hefe teste ich gar nicht, da weiß ich, dass das wie wild arbeitet, das kann ja jeder. Richtigen Geschmack ins Roggenbrot bekommt man nur mit Sauerteig. Und zum Schluss ein Löffelchen von meinem Sauer, der schon für das nächste Brot am Start ist. So ein Ministück sollte da reichen. Jetzt noch Leitungswasser dazu. Zur Sicherheit lasse ich das immer mindestens einen Tag stehen, damit so wenig wie möglich Chlor vorhanden ist. Das ist ja bekanntlich antibakteriell und vermutlich nicht gerade eine Unterstützung für das Wachstum der Wildhefebakterien. Und zugleich hat das Wasser dann auch Zimmertemperatur, was den Vorgang auch beschleunigt. Denn die Bakterien lieben es kuschelig warm. Je wärmer, umso schneller kommt der Teig auf Touren. Aber bitte nicht übertreiben, mit heißem Wasser kann man die auch dann zur Strecke bringen. So, jetzt noch ein Standard-Trockenmehl aus dem Supermarkt und Mehrere-Brett, Ram-Tam-Tam-Tam zu einem guten Teig vermengen. So, und jetzt sehen wir uns die nächsten Stunden an, wie sich welches Testglas entwickelt und ob in diesem gekauften Sauerteig wirklich lebendige Naturhefezellen und Milchsäurebakterien drinnen sind, dass man in der vorgegebenen Zeit ein lockeres Brot backen kann. So, der Wettkampf hat begonnen. Die ersten Stunden passiert einmal nichts. Und jetzt kommt der Borsi-Sauerteig aus den Startlöchern. Und rennt, und rennt, und rennt. Sieg! Und was macht der Mitbewerb? Nichts. Scheiße, nichts. Gar nichts. Nada, niente. Mittlerweile fällt der eigene Sauerteig sogar wieder in sich zusammen. Ich habe das dann noch einen ganzen weiteren Tag beobachtet und es ist nichts passiert, gar nichts. Allerdings siehe da, am zweiten Tag der Nacht, plötzlich hat er sich bewegen angefangen in der Nacht und in der Früh siehe da, es hat sich bewegt und es ist aufgegangen. Das heißt, es ist Leben drinnen, aber es schläft tief und fest und kommt wirklich erst sehr, sehr verspätet zum Rennen. Aber ganz egal, wo ihr die Bakterien herbekommt, von einem Bäcker, vom Trockensauerteig aus dem Supermarkt oder selbst angesetzt, wichtig ist, dass sie sehr aktiv sind. Das Anstellgut macht man damit dann immer gleich. Ich lasse die Reste nach dem letzten Ansatz schon direkt in der Tasse, dann muss ich diese nicht einmal spülen. Und es befinden sich bereits ausreichend Bakterien darin. Wenn ihr erst startet, nehmt einen Kaffeelöffel von dem besorgten Sauerteig und gebt 100 ml Wasser und 100 ml im besten Fall Vollkornroggenmehl dazu. Gut umgerührt und dann 5 bis 12 Stunden stehen lassen, bis das Anstellgut so aussieht. Das Volumen hat sich zumindest verdoppelt und die Bläschen sind eindeutig zu sehen. Dann ist der Ansatz fertig und wir können mit dem Teil 2, der Sauer- oder Vorteig, starten. Das seht ihr dann im nächsten Video. Alle Zutaten und Anleitungen sowie Tipps und Tricks findet ihr in der mehr als ausführlichen Videobeschreibung.
Habt ihr weitere Tipps, die ich noch nicht drauf habe? Schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Danke. Why do we live?